Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, heute geht es weiter mit was ihr wahrscheinlich schon relativ lange machen wollt, und zwar Generatoren, Iteratoren, die ihr eigentlich schon kennt, und das Schlüsselwort Yield. Das schreibt sich so, na, warum tippe ich nicht? Jetzt. So schreibt sich Yield. Was das tut, werde ich euch zeigen. Gut, als praktisches Beispiel werden wir hier Primzahlen nutzen und ja, es hat tatsächlich viele Anwendungen, aber Primzahlen sind einfach sowas, die kann man direkt aus dem Stegreif irgendwie verstehen, was das für einen Sinn hat. Ähm, aber zunächst einmal lasst uns zuerst über Iteratoren reden. Sagen wir mal, wir haben eine Liste. Eine Liste von 1 bis und so weiter, ja? Dann könnt ihr darüber mit einer Vorschleife iterieren. So, das ist alles, das waren Iteratoren. Ähm, Beziehungsweise Iterables, um genau zu sein, nicht Iteratoren selber. Okay, das ist das eine, falls euch da mal jemand fragt, ihr wisst, was Iteratoren sind, ihr habt es nur bisher nicht als solche bezeichnet. Jetzt machen wir Generatoren. Und Generatoren sind relativ ähnlich wie Iteratoren, nur dass sie sich nicht wie in der Liste die Zahlen tatsächlich merken, die drin stehen, sondern sie spucken sie einfach einmal aus und vergessen sie danach wieder. Das heißt, was ihr mit Generatoren machen könnt, vor allem und warum man die auch benutzt, sind unendliche Listen. Das heißt, ihr könnt eine unendliche Liste von irgendwas produzieren und ja, dann ist gut. Also dann funktioniert trotzdem noch alles und es stürzt nicht irgendwie ab wegen Stack Overflow oder sonst irgendwas, sondern ihr habt dann wirklich eine unendliche Liste, aber es spuckt euch halt diese Zahlen nur einmal aus und ihr könnt sie einfach bearbeiten und könnt danach die nächste abfragen. Und dazu braucht man das Schlüsselwort Yield. So, jetzt machen wir aber direkt mal mit den Primzahlen weiter, sonst verwirre ich euch bloß wahrscheinlich, weil ihr nicht ganz versteht, was ich meine. Und deswegen zunächst mal eine Funktion isPrime. Ach Gott, was mache ich? Könnte ich jetzt bitte tippen können? Dankeschön. Okay, die Funktion isPrime liefert uns einfach zurück, ob die Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Und da gibt es einen kleinen Algorithmus, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob ihr Informatik studiert oder ob ihr das hier gerade zum Spaß macht. Ist jetzt nicht irgendwie so, als würde man den nicht einfach auf Wikipedia finden. Und zwar prüft man zuerst mal, ist die Zahl größer als 1. Also logischerweise kriegen wir eine Zahl als Parameter. Wenn die Zahl größer als 1 ist, dann kann sie eine Primzahl sein. Ansonsten kann sie logischerweise keine sein. Denn 1 oder kleiner ist keine Primzahl. Okay, wenn die Zahl 2 ist, wissen wir alle aus der Grundschule, 2 ist eine Primzahl. Wenn die Zahl durch 2 teilbar ist, Number hätte ich gerne. Wenn die Zahl durch 2 teilbar ist, aber nicht 2 selbst ist, dann sollten wir vielleicht noch hinschreiben, dass sie auch durch 2 teilbar ist. Dann ist sie keine Primzahl. Okay? Soweit ist es, glaube ich, relativ verständlich. Also wenn es 2 ist, ist es eine Primzahl. Wenn es durch 2 teilbar ist und nicht 2 ist, dann ist es keine Primzahl. Gut. So, und dann können wir auch sagen, okay, wir gehen einfach ab 3 aufwärts. Und zwar for i in range. Und zwar von 3 bis, so, und jetzt kommt was Komisches, die Wurzel, Math, wird nicht angezeigt, okay, die Wurzel aus der Zahl plus 1. Das ist, halt, stopp, die Wurzelklammer geht hier hinten zurück, meine ich. Die Wurzel aus der Zahl ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gucken wollen, ob 9 eine Primzahl ist. Dann haben wir die Wurzel aus der Zahl 9, was offensichtlich 3 ist. So, das heißt, wir gehen hier von 3 bis 4, deswegen die Zahl 9, also von 3 bis 4 und gucken, ob folgendes. Also wir gehen übrigens in Zweierschritten, denn wir wissen ja, wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist, dann brauchen wir sie nicht angucken, sprich wir gehen hier nur durch die ungeraden Zahlen, deswegen hier in Zweierschritten. Okay, dann gucken wir Folgendes. Wenn diese Zahl, die wir bekommen, die wir prüfen wollen, ob es eine Primzahl ist, wenn diese Zahl durch i teilbar ist, dann ist es offensichtlich keine Primzahl. Denn wenn irgendwas durch was anderes teilbar ist, dann ist es keine Primzahl. Und da wir hier anfangen mit 3
und aufhören mit etwas kleiner als die Zahl, weil die Wurzel plus 1 ist immer kleiner als die Zahl, dann können wir eindeutig sagen, okay, wir haben jetzt nicht irgendwie durch 1 geteilt oder sowas, sondern wir haben tatsächlich durch 3 oder was kleiner ist als die Zahl geteilt, sprich wir haben einen echten Teiler gefunden und das heißt, unsere Zahl ist keine Primzahl. Okay, was ist da los? Ich glaube, hier ist ein Fehler drin, so die Klammer muss raus. So, jetzt glaube ich, passt es besser. Genau, abgesehen davon, dass Math noch nicht gefunden wird. Was vermutlich daran liegt, dass ich vergessen habe, das ganze Ding zu importieren. Aber ich glaube, Mathe zu importieren dürfte jetzt kein so großes Problem für euch sein. Ihr habt es sicher schon gemerkt. So, machen wir weiter mit dem Algorithmus. Also, wenn die Zahl durch irgendwas teilbar ist, in dieser Liste, dann können wir eindeutig davon ausgehen, dass es keine Primzahl ist. Gut, jetzt wissen wir, okay, wenn es hier durchgelaufen ist, durch dieses ganze Array, dann haben wir durch alles geteilt, was irgendwie Sinn macht. Denn wenn ich 9 durch 5 teile, bringt mir das nichts mehr. Es reicht, wenn ich 9 durch die Wurzel plus 1 teile. Damit habe ich alle Fälle abgedeckt, denn was größer ist als das, kann mich gar nicht mehr teilen, weil was kleineres als die Wurzel plus 1, als Teiler kommt einfach nicht in Frage. Genau. Wer das jetzt nicht verstanden hat, einfach glauben, es stand auf Wikipedia, muss stimmen. Das heißt, wir können hier unten True zurückgeben. Das heißt, wir können sicher davon ausgehen, dass hier tatsächlich auch kein Teiler gefunden wurde. Das heißt, wir sind in einer Primzahl. So, jetzt haben wir den Teil hier quasi abgedeckt. Jetzt brauchen wir noch ein Else für dieses if hier. Also wenn die Zahl kleiner oder gleich 1 ist, dann ist sie offensichtlich keine Primzahl. So, das war die isPrime-Funktion. Die ist jetzt einfach nur irgendwas hingeschrieben. Mathe im Prinzip, das hat nichts mit Generatoren oder sowas zu tun gehabt. Jetzt geht es erst richtig los. Und zwar mit der Funktion fetchPrimes, die sowas machen soll, wie uns alle Primzahlen rauszuschmeißen. Und zwar, genau. Wir holen uns also Primzahlen und zwar sagen wir, das hier ist eine Generatorenfunktion, die produziert uns immer mehr Primzahlen und ist eine unendliche Schleife sozusagen. Jetzt denkt ihr erstmal, hä? Das darf ich doch gar nicht. Doch, dürft ihr, wenn ihr Yield benutzt. Und ich habe jetzt mit Absicht dieses while true eingebaut, weil eben so produziert man unendliche Schleifen. Jetzt sagen wir hier, wenn die Zahl Prime ist, achso, hier muss noch eine Number rein. Wir wollen ab dieser Zahl quasi nach Primzahlen suchen. Wir wollen nicht von ganz vorne anfangen, sondern wir können hier mal einen Standardparameter angeben, zum Beispiel 2. Also wir wollen ab dieser Zahl anfangen zu suchen mit der Number. Und wenn diese Zahl eine Primzahl ist, deswegen haben wir die Funktion hier gebraucht, dann geben wir diese Zahl zurück. Das heißt, wir returnen sie, aber wir returnen sie anders. Wir sagen Yield. Und zwar sagen wir Yield Number. So. Und hier unten, Achtung, jetzt wird es ganz komisch, hier unten sagen wir noch, okay, die Zahl wird um 1 erhöht. Plus gleich 1. So. Und was wir jetzt gemacht haben, ist relativ witzig eigentlich. Und zwar haben wir hier gesagt, okay, wir gehen alle Zahlen ab dieser Zahl, die wir hier gekriegt haben, durch. Von 2 also aufwärts bis ins Unendliche und geben immer eine Zahl zurück, wenn es eine Primzahl ist. Aber nachdem wir diese Zahl zurückgegeben haben, danach laufen wir trotzdem noch weiter durch. Das heißt, wenn wir jetzt diese Funktion fetchPrimes aufrufen, wird erstmal für 2 überprüft, in dieser while-true-Schleife übrigens, ist 2 eine Primzahl? Ja, ist es, also geben wir 2 zurück. Und wenn die Funktion fetchPrimes dann nochmal aufgerufen wird, dann erhöhen wir erst die Zahl nochmal. Das heißt, wir gehen von Yield Number, also da, wo wir die 2 zurückgegeben haben, wir gehen direkt von da, wo wir rausgesprungen sind, gehen wir hier runter, das ist ja der logische nächste Schritt, zur 3, weil wir hier die Zahl um 1 vergrößern. Prüfen, ist die 3 eine Primzahl? Ja, wir geben sie aus. Und dann pausieren wir wieder und lassen die andere Funktion weitermachen.
Und wenn fetchPrimes dann wieder aufgerufen wird, vergrößern wir die Zahl, prüfen, ist sie eine Primzahl? Nein, es ist keine. Wir vergrößern die Zahl. Okay, wir sind bei 5. 5 ist eine Primzahl, wir geben 5 zurück und pausieren wieder sozusagen diese Funktion. Das heißt, die merkt sich, wo sie war, und wenn wir sie wieder aufrufen, dann läuft sie ab da weiter. Das ist die ganze Magie hinter Yield, und diese Funktion hier wird als Generatorenfunktion bezeichnet, weil sie ja irgendwie alle Primzahlen generiert nacheinander. Das heißt aber, sie vergisst trotzdem immer irgendwie, was sie gerade produziert hat. Da steht ja nicht drin, ich merke mir jetzt 2 und 3 waren Primzahlen, sondern sie ist einfach ganz stumpfsinnig, okay, wir vergrößern die Zahl um 1 und wir prüfen es in Primzahl und so weiter und so fort. Also ziemlich cooles Teil, dieses Yield. Und jetzt wollen wir das Ganze noch irgendwie ausprobieren. Und zwar sagen wir einfach, okay, for i in range. Und zwar wollen wir für, keine Ahnung, wir wollen 50 Primzahlen, also 50. Und sagen dann hier, okay, wir geben sie aus, print. Prime, sagen wir aber Prime Generator dazu, denn ich muss euch gleich noch was zeigen dazu. Man kann das nicht einfach so benutzen. Man muss mit Send was machen. Und zwar senden wir dann sozusagen hin, was wir gerne haben wollen. Das heißt, wir senden an diese Funktion hier, also wir wollen sie quasi neu starten, also wieder weiterlaufen lassen. Und es könnte ja sein, oder es ist auch möglich, dass wir hier sowas schreiben. Also in dieser Generator-Funktion, da sagen wir 5 ist gleich Yield. So, dann ist aber nicht 5, sondern eine Zahl, zum Beispiel Nump. Nump ist gleich Yield. Das geht auch und das muss abgedeckt sein. Das könnte ja sein, dass wir das so geschrieben haben, das wird nicht überprüft. Das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir diesen Generator durchlaufen lassen, müssen wir hier was durchschicken, weil es ja möglich sein könnte, dass wir hier was empfangen. Und das wird auch über dieses Yield-Statement gemacht. Deswegen müssen wir hier die ganze Zeit was schicken. Wir wissen, dass wir in dieser Generator-Funktion hier nichts erwarten als Eingabe. Das heißt, wir können hier einfach None reinstopfen. Und jetzt brauchen wir noch dieses Prime Generator Object. Das ist einfach ein Generator-Objekt tatsächlich, das durch diese Fetch Primes Funktion hier kommt. Das heißt, wir sagen hier einfach Fetch Primes. Hier können wir dann eine Number angeben, ab wo wir quasi anfangen wollen, nach irgendwelchen Primzahlen zu suchen. Und dann können wir hier mit diesem Generator-Objekt diese Send-Funktion aufrufen. Achtung, am Anfang muss immer, das erste Mal muss die Generatorenfunktion mit Send None aufgerufen werden. Also das, was wir hier die ganze Zeit machen, muss am Anfang einmal passieren. Denn am Anfang wird sie ja logischerweise, wenn sie noch gar nicht gestartet wurde, wird sie mit den Parametern hier aufgerufen. Aber die muss man hier schon angeben. Und dann wird kein Yield erwartet, wenn sie nicht gestartet ist. Das heißt, wir sind woanders. Also nicht an einem Yield. Und deswegen muss man sie mit Send None starten. Da wir das aber hier 50 Mal hintereinander machen, können wir das auch einfach hier drin tun. Okay. So, was wir jetzt noch brauchen, ist mir aufgefallen, wir müssen hier oben unbedingt noch einen Integer casten, denn die Wurzel ist nicht immer eine Ganzzahl und sonst meckert der mir hier rum, dass ich gerade versuche, Modulo auf einer Nicht-Ganzzahl auszuprobieren. Und ja, jetzt können wir das Ganze einfach mal laufen lassen. Wenn ich jetzt auf Play drücke, sehen wir, okay, wir haben in Windeseile 50 Primzahlen gekriegt und zwar richtig, richtig zügig. Ja, und wir können es auch mal überprüfen, also 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sind mir durchaus noch bekannte Primzahlen, danach hört es bei mir so langsam auf. Also bis hier ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Wir können hier aber auch einfach mal höher stellen, also sowas wie 500 machen und dann mal gucken. Wusch, sind sie alle da. Und ja, wir sehen, wir haben relativ viele Primzahlen hier doch noch. Und durch den Algorithmus hier oben haben wir das sogar relativ zügig überprüft. Man könnte hier jetzt noch ein bisschen effizienter machen und hier einfach plus gleich 2 machen, aber das haben wir hierdurch eigentlich schon abgedeckt. Gut, dann hoffe ich, dass ihr jetzt wisst, wie Yield funktioniert und damit ein bisschen Spaß habt. Und Generatoren kennt ihr jetzt auch. Das heißt, ihr kennt so ziemlich das Wichtigste, glaube ich, in Python. Das sagen zumindest andere Wesen immer mal wieder zu mir. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.